stell dir vor, du antwortest in einem Vorstellungsgespräch korrekt auf jede einzelne Frage. Du sitzt aufrecht. Dein Deutsch ist, ehrlich gesagt, ziemlich gut. Und trotzdem kriegst du den Job nicht. Der Personalleiter lehnt sich nach hinten, nickt höflich und sagt: Danke, wir melden uns. Und du fragst dich, was ist schief gelaufen? Hier ist das Ding. Es war nicht, was du gesagt hast, es war, wie du es gesagt hast. Oder noch genauer, es waren die 10 Dinge, die du nicht gesagt hast. Willkommen bei Einfach Deutsch. Ich bin Anna und das ist Max. Und heute sprechen wir nicht über Grammatik. Wir sprechen über die unsichtbaren Regeln, die das Spiel verändern. Die Regeln, die Deutsche kennen, aber niemand dir beibringt. Die Regeln, die zwischen dir und dem Job stehen, den du wirklich willst. Weißt du, ich bin hier, weil ich diese Erfahrung selbst gemacht habe. Vor Jahren saß ich in einem Vorstellungsgespräch in München. Ich war nervös, vorbereitet, mein Deutsch war gut, aber als ich hingegangen bin, habe ich gemerkt, ich spielte nach Regeln, die nicht existierten. Es war wie, ich habe Schach gespielt, aber der andere spielte ein anderes Spiel. Und ich verlor, immer wieder, bis ich verstanden habe, was wirklich los war. Und das ist, was wir dir heute zeigen. Max, du hast ähnliche Erfahrungen gemacht, richtig? Ja, total. Ich erinnere mich, dass ich dachte, mein Deutsch reicht aus, um jeden Job in Deutschland zu kriegen. Ich habe mich beworben, bin zum Interview gegangen, habe alles richtig gemacht. Oder so dachte ich. Und dann nichts. Absage nach Absage. Und ich verstand nicht warum. Ich war frustriert. Ich dachte, vielleicht bin ich einfach nicht gut genug. Vielleicht können Deutsche mich nicht ernst nehmen. Vielleicht ist mein Akzent zu stark. Aber nein, das war nicht das Problem. Das Problem war, dass ich die Psychologie nicht verstand. Ich verstand nicht, wie Deutsche denken. Und das ist ein großes, großes Problem. Anna, ich glaube, das ist der Punkt, bei dem wir anfangen müssen. Viele Menschen, die Deutsch lernen, viele Kandidaten, die sich in Deutschland bewerben, sie denken, das Problem ist Sprache. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist Verständnis. Es ist kulturelle Intelligenz. Es ist die Fähigkeit, nicht nur Deutsch zu sprechen, sondern auch zu verstehen, was Deutschen wichtig ist. Was Deutschen respektieren. Was Deutsche brauchen, um dir zu vertrauen. Genau. Und das ist die ehrliche Wahrheit. Und das ist auch der Grund, warum viele Videos und Kurse nicht funktionieren. Sie konzentrieren sich auf die Oberfläche. Sie sagen dir, sitze aufrecht, mache Blickkontakt, sei pünktlich. Und das ist alles richtig. Aber das ist nicht die echte Geschichte. Die echte Geschichte ist tiefer. Die echte Geschichte ist, dass Deutsche nicht nach Perfektion suchen. Sie suchen nach Stabilität. Sie suchen nach Klarheit. Sie suchen nach Ehrlichkeit, die manchmal wehtut. Und wenn du diesen Code nicht kennst, wenn du nicht verstehst, wie Deutsche wirklich funktionieren, dann machst du systematisch Fehler. Nicht sprachliche Fehler, kulturelle Fehler. Und jeder einzelne Fehler könnte dein ganzes Leben verändern. Also, bevor wir in die 10 Fehler gehen, lass mich dich fragen, was ist der zentrale Schmerz, den wir hier adressieren? Der zentrale Schmerz ist Angst. Es ist nicht Angst vor Wörtern. Es ist Angst vor dem Unbekannten. Du hast genug Videos geguckt, die dir sagen, mach das besser. Aber niemand sagt dir warum. Niemand sagt dir, wie Deutsche denken. Und das erzeugt diese tiefe Unsicherheit. Diese Frage, bin ich gut genug? Mache ich etwas Falsches? Und diese unbewusste Angst, die durchschauen Deutsche sofort. Und das ist das Verrückte und das ist auch das Wunderbare. Die Lösung ist nicht komplexer als das Problem.
Die Lösung ist zu verstehen, dass du nicht schlecht bist im Deutschen. Du bist nicht zu nervös. Und du bist nicht unqualifiziert. Du hattest nur falsches Spiel nach falschen Regeln gespielt. Deutsche spielen ein anderes Spiel. Und es ist nicht komplizierter. Es ist nur anders. Und wenn du die Regeln kennst, wenn du die Psychologie dahinter verstehst, wird alles plötzlich einfach. Nicht einfacher, einfach. Andere. Okay, also der Mythos, den wir hier widerlegen wollen. Der Mythos ist, ich muss perfekt Deutsch sprechen, um im deutschen Büro akzeptiert zu werden. Das ist ein großer Lüge. Die Wahrheit ist viel einfacher. Deutsche wollen nicht Perfektion. Sie wollen Klarheit. Sie wollen wissen, kann ich dir trauen? Bist du stabil? Wirst du deine Versprechen halten? Kannst du über deine Fehler sprechen, ohne sie zu verstecken? Wenn ja, dann bist du in. Und das ist nicht emotional. Das ist praktisch. Das ist effizient. Deutsche sind nicht kalt. Deutsche sind effizient. Und wenn du verstehst, dass Effizienz ihre Art ist, zu lieben, dann verändert sich alles. Jetzt lass mich dich mit einer Geschichte beginnen. Eine Geschichte, die alles erklärt. Ich erinnere mich an meinen ersten Tag im deutschen Büro. Ich war so stolz auf mein Deutsch. Ich saß beim Morgenkaffee mit meinem neuen Team. Und mein neuer Kollege sagt ohne Umschweife direkt zu mir, dein Deutsch ist besser als erwartet, aber deine Präsentation gestern war unorganisiert. Mein Herz brach. Ich dachte, das ist so unhöflich. Warum sagt er das so direkt? Das ist verletzend. Ich bin nervös. Ich bin neu. Warum hilft er mir nicht, mich besser zu fühlen? Warum macht er mich in front of meinen anderen Kollegen schlecht? Und dann, später, fragte ich einen anderen Kollegen, einen, der schon lange dort arbeitete. Und er sagte mir etwas, das mein Leben veränderte. Er sagte, Anna, das ist nicht unhöflich. Das ist das Gegenteil. Das ist ehrlich. Weil du neu bist, gibt er dir direktes Feedback, damit du es morgen besser machen kannst. Das ist seine Art, dich willkommen zu heißen. Das ist sein Weg, dich zu unterstützen. Und in diesem Moment verstand ich. Deutsche zeigen Respekt nicht durch Umschreibung. Sie zeigen Respekt durch Klarheit, durch Direktheit, durch die Bereitschaft, dir zu sagen, was wirklich los ist. Nicht um dich zu verletzen, um dich zu helfen, um dich schneller besser zu machen. Das ist so wichtig. Viel zu viele Deutschlernende machen diesen Fehler. Sie interpretieren Direktheit als Aggression. Sie interpretieren Klarheit als Kälte. Und das ist ein kultureller Fehler. Ein Missverständnis. Und in einem Vorstellungsgespräch? Das könnte bedeuten, dass du jede kritische Frage als persönlich nimmst. Statt zu verstehen, dass der Interviewer dich herauszufordern versucht, um dich besser kennenzulernen. Genau. Und hier ist noch eine Metapher, die alles zusammenbringt. Stell dir vor, es gibt ein Spiel. Ein Spiel wie Schach. Du kennst die Regeln von Schach. Du spielst Schach jeden Tag. Du bist gut darin. Aber dann spielst du gegen jemanden, der ein anderes Spiel spielt. Noch immer Schach, aber mit zusätzlichen Regeln, die nur Locals kennen. Ein König kann sich auf bestimmte Weise bewegen, die du nicht erwartet hast. Ein Bauer hat geheime Kräfte. Eine Figur kann auf eine Weise springen, die du nicht trainiert hast. Und du verlierst. Immer wieder. Nicht, weil du dumm bist, sondern weil du das echte Spiel nicht kennst. Das ist Deutsch lernen für Jobs. Die unsichtbaren Regeln sind nicht grammatikalisch. Sie sind psychologisch. Sie sind kulturell. Und die meisten Deutschlernenden kennen diese Regeln nicht. Die erste unsichtbare Regel ist, Stabilität wird geschätzt.
Deutsche mögen Vorhersehbarkeit. Sie mögen, wenn sie wissen, was sie erwarten können. Wenn du heute sicher wirkst und morgen nervös, ist das verdächtig. Das ist ein Zeichen, dass etwas nicht stimmt. Die zweite Regel ist, Ehrlichkeit schlägt Charme. Dein Charme interessiert Deutsche nicht. Deine Fähigkeit, Versprechen zu halten, das interessiert sie. Die dritte Regel ist, Fehler sind nicht Sünden. Fehler sind Information. Deutsche mögen Menschen, die ihre Fehler zugeben und daraus lernen. Die vierte Regel ist, Stille ist nicht Schwachheit. Du musst nicht immer etwas sagen. Deutsche respektieren durchdachte Stille mehr als nervöses Reden. Und die fünfte Regel ist, Fragen zu stellen ist aktive Teilnahme. Wenn du am Ende eines Meetings keine Frage hast, denken Deutsche, diese Person hat nicht mitgedacht. Und das ist nur der Anfang. Das sind die 5 unsichtbaren Regeln, die bereits dein ganzes Vorstellungsgespräch verändern können. Aber es gibt noch mehr. Es gibt die 10 spezifischen Fehler, die fast alle machen. Und diese 10 Fehler, sie sind nicht tödlich, wenn du sie kennst. Aber wenn du sie nicht kennst, können sie dein Traumjob kosten. Okay, also lass mich dich führen durch den ersten Fehler. Der erste Fehler ist, Nervosität zeigen und denken, das macht dich sympathisch. Du kommst ins Interview und du bist nervös. Das ist normal. Das ist menschlich. Aber dann versuchst du, das zu zeigen. Warum? Weil du denkst, Nervosität macht dich relatable. Nervosität macht dich menschlich. Nervosität schafft Mitgefühl. Falsch. Das ist ein großer Fehler. Deutsche sehen Nervosität und denken sofort, diese Person kann unter Druck nicht funktionieren. In meinem Team brauche ich jemanden, der ruhig bleibt, wenn es chaotisch wird. Wenn du zitterst, wenn dein Blick überall herumschaut, wenn deine Stimme wackelt, wenn du nervös mit deinen Händen spielst, dann siehst du instabil aus. Und instabile Menschen sind keine guten Mitarbeiter. Aber hier ist das Paradox. Das ist das Verrückte. Ja, du bist innerlich nervös. Ja, das ist menschlich. Das ist nicht falsch. Das ist nicht etwas, das du reparieren musst. Aber das ist nicht der Job des Interviewers zu wissen. Das ist nicht etwas, das du teilen musst. Dein Job ist nicht, deine inneren Gefühle zu zeigen. Dein Job ist, professionell zu wirken. Und das ist nicht Lügen. Das ist nicht unehrlich. Das ist Professionalität. Das ist der Unterschied zwischen private Anna und Professional Anna. Und der Interviewer trifft Professional Anna, nicht private Anna. Okay, also wie macht man das? Wie zeigst du Ruhe, obwohl du innerlich nervös bist? Erst einmal übe vor dem Spiegel. Nicht deine Nervosität zu verstecken, das ist zu anstrengend. Stattdessen lerne, deine Nervosität zu kanalisieren. Nervosität ist Energie. Das ist Körperchemie. Adrenalin. Das ist nicht schlecht. Du leitest die Energie woanders hin. Du leitest sie zu klaren Sätzen, zu aufrechter Haltung, zu starkem Blickkontakt, zu fester Stimme. So verwandelst du nervöse Energie in professionelle Energie. Hier ist eine konkrete Taktik. Bevor du antwortest, atme. Einfach. 1, 2 Sekunden Stille. Nicht sprechend, nicht gedanklich. Einfach atmen. Und dann antworte. Das sieht nicht nervös aus, das sieht nachdenklich aus, das sieht professionell aus. Das sieht so aus, als würdest du die Frage ernst nehmen. Du stellst sicher, dass du eine gute Antwort gibst, statt die erste Antwort zu geben, die dir in den Sinn kommt. Und das ist der zweite Fehler. Der zweite Fehler ist, unvorbereitet sein und hoffen, dass Scham hilft. Eine der häufigsten Sünden.
Du kommst ins Interview und du hast die Website des Unternehmens nicht gelesen. Du kennst die Firma nicht, du kennst die Position nicht. Du weißt nicht, was das Unternehmen macht. Du weißt nicht, welche Produkte oder Dienstleistungen es anbietet. Und du hoffst, dass dein Lächeln und dein Deutsch-Akzent das ausgleichen. Das hilft nicht. Das ist nicht die Story. Deutsche Arbeitgeber, wenn sie sehen, dass du nicht vorbereitet bist, senden das folgende Signal. Diese Person respektiert meine Zeit nicht genug, um 30 Minuten zu recherchieren. Diese Person sagt mir mit ihrem Verhalten, du bist nicht wichtig genug, dass ich mich vorbereite. Warum sollte ich meine Zeit mit dieser Person verschwenden, wenn sie meine Zeit nicht wichtig genug nimmt, um sich vorbereiten? Das ist Logik. Das ist nicht emotional, das ist praktisch. Deutsche denken praktisch. Aber hier ist das Paradox. Je weniger du dich vorbereitest, desto nervöser wirst du. Je nervöser du wirst, desto schlechter dein Deutsch. Je schlechter dein Deutsch, desto weniger selbstbewusst wirkst du. Je weniger selbstbewusst du wirkst, desto weniger vertrauen sie dir. Vorbereitung ist also nicht zusätzliche Arbeit. Das ist Selbstschutz. Das ist eine Investment in dein Nervensystem. Das ist emotional klug. Also, wie bereitest du dich vor? Erst einmal, lese nicht nur die Website, verstehe die Kultur der Firma. Wie sprechen die Mitarbeiter über die Firma? Auf LinkedIn, in Bewertungen? Was sind die echten Probleme, die diese Firma löst? Warum existiert diese Firma? Nicht die PR-Version, die echte Version. Wenn du das verstehst, wenn du diese Tiefe hast, dann kannst du im Interview intelligent sprechen. Du kannst Fragen stellen, die zeigen, ich habe nachgedacht. Ich habe Zeit investiert. Schreibe dir auf 3 Fragen, die du stellen wirst. Nicht Fragen, die auf Google beantwortet sind. Nicht Fragen wie viele Mitarbeiter hat die Firma? Das ist uninteressant. Stattdessen Fragen wie, was ist die größte Herausforderung, mit der das Team aktuell kämpft? Oder wie sieht ein typischer Arbeitstag in dieser Rolle aus? Oder was würde jemand in dieser Position tun müssen, um erfolgreich zu sein? Diese Fragen zeigen, dass du strategisch denkst. Diese Fragen zeigen, dass dir die echte Arbeit wichtig ist, nicht nur der Job. Und hier ist eine konkrete Taktik. In deiner Antwort zu einer Frage, wenn es passt, sag, was mich besonders an dieser Position reizt, ist, damit zeigst du, dass du Gedanken investiert hast, dass du nicht nur eine Stelle suchst, du suchst diese Stelle. Speziell. Das ist überzeugend. Okay, jetzt der 3. Fehler. Der 3. Fehler ist falsche Lautstärke. Manche Leute sprechen so leise, dass der Interviewer sie kaum hört. Andere sprechen so laut, dass der Raum vibriert. Beides ist ein Problem. Deutsche erwarten eine goldene Mitte, laut genug, um selbstbewusst zu wirken, ruhig genug, um respektvoll zu sein. Es ist eine Balance. Wenn du zu leise sprichst, denken Deutsche, dass du kein Selbstvertrauen hast. Sie denken, dass du nicht führen kannst. Sie fragen sich, ob du in Meetings gehört werden kannst. Wenn du aber zu laut sprichst, wirkst du aggressiv. Du wirkst unhöflich. Du wirkst, als würdest du versuchen, andere zu dominieren. Du wirkst unkontrolliert. Aber hier ist das Paradox. Du denkst, laut zu sprechen macht dich dominant. Aber das ist nicht, was Deutsche sehen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist Präsenz. Wenn du mit dieser Lautstärke sprichst, nicht zu laut, nicht zu leise, als würde ich dich hören wollen, dann respektierst du mich als Zuhörer.
Du respektierst meinen Raum. Du respektierst meine Zeit. Das ist nicht Dominanz. Das ist Respekt. Wie übst du das? Übe mit einer Freundin oder einem Freund. Stelle dich normal hin. Sprich eine Antwort, wie du antwortest auf eine Interviewfrage. Und lass diese Person dir sagen, kann ich dich deutlich hören, ohne dass ich anstrengen muss? Kann ich jedes Wort verstehen? Kann ich deine Energie spüren oder klingst du depressiv? Das ist Feedback, das du brauchst. Das ist echtes Feedback. Und hier ist eine konkrete Taktik. Nutze Pausen. Wenn du unsicher wirst, wenn du das Gefühl hast, nervös zu werden, mache eine 2-Sekunden-Pause, statt schneller zu sprechen. Schneller zu sprechen ist ein Zeichen von Nervosität. Pausen zu machen ist ein Zeichen von Kontrolle. Jetzt der 4. Fehler. Der 4. Fehler, und das ist wahrscheinlich der wichtigste, ist zu viel über deine Schwächen sprechen. Das ist der Selbstsabotagefehler. Das ist der Fehler, den fast alle machen. Du sitzt im Interview und du fängst an, alle deine Schwächen zu listen. Mein Englisch ist nicht so gut. Ich bin nicht der beste Redner. Ich habe wenig Erfahrung in Excel. Und der Interviewer denkt, warum hilfst du mir nicht, dich einzustellen? Warum machst du meinen Job schwer? Warum stellst du mir Gründe zur Verfügung, um dich nicht zu nehmen? Das ist ein großer Fehler. Und hier ist das Paradox. Das ist das Verrückte. Du denkst, dass Ehrlichkeit über Schwächen bescheiden wirkt. Du denkst, dass es Demut ist. Aber es wirkt nicht bescheiden. Es wirkt selbstdestruktiv. Es wirkt so, als würdest du nicht an dich selbst glauben. Du bist dein eigener Anwalt im Interview. Wenn du dich selbst sabotierst, wer verteidigt dich dann? Niemand. Das ist es. Max, ich erinnere mich, dass ich das gemacht habe. Ich saß in einem Interview und ich war so nervös, dass ich anfing zu erklären, wie wenig Erfahrung ich in einem Bereich hatte. Und der Interviewer schaute mich an, nicht böse, nur überrascht. Er sagte, na ja, warum erzählt mir das? Und ich merkte, oh nein, ich habe mir selbst das Loch gegraben. Genau. Und das ist so wichtig zu verstehen. Wenn die Frage nach einer Schwäche kommt, und sie wird kommen, dann antworte ehrlich. Aber nimm den Ablauf der Geschichte zurück. Die Geschichte ist nicht, ich bin schwach. Die Geschichte ist, ich war schwach und jetzt bin ich stärker. Die Geschichte ist, das war eine Herausforderung und hier ist, wie ich sie überwunden habe. Zum Beispiel. Der Interviewer fragt, wo siehst du deine Schwächen? Du antwortest nicht, ich bin nicht gut in Programmierung. Das ist zu einfach. Das ist zu negativ. Stattdessen, du sagst, meine erste Programmiersprache war nicht Python. Punkt. Das war eine Schwachstelle von mir. Aber ich merkte, dass ich sehr schnell neue Technologien lerne. Mit Python habe ich mich in 3 Wochen eingearbeitet und schon erste Projekte gemacht. Das hat mir gezeigt, wenn ich mich auf eine neue Fähigkeit konzentriere, kann ich sie schnell meistern. Siehst du den Unterschied? Das ist nicht ein Fehlertag. Das ist ein Learning Story. Das ist nicht eine Schwachstelle. Das ist ein Beweis, dass du lernfähig bist. Und was wollen Arbeitgeber? Sie wollen lernfähige Menschen. Sie wollen Menschen, die ihre Fehler zugeben und daraus lernen. Das ist der Punkt. Okay, jetzt der 5. Fehler. Der 5. Fehler ist nicht aktiv zuhören. Und das ist subtiler, als du denkst. Der Interviewer spricht. Du schaust auf deine Hände. Du denkst schon über deine nächste Antwort nach. Dein Blick wandert umher. Du nickst nicht mit.
Du lächelst nicht. Dein Körper sitzt nach hinten gelehnt. Und der Interviewer denkt, diese Person ist nicht präsent. Diese Person hört mir nicht zu. Wenn du nicht zuhörst, wenn du nicht wirklich präsent bist, wie kann ich dir trauen, dass du bei der Arbeit zuhörst? Wie kann ich dir trauen, dass du wirklich mit dem Team zusammenarbeitest? Und hier ist das Paradox. Du denkst, je schneller du antwortest, desto smarter wirkst du. Je schneller dein Hirn arbeitet, desto besser bist du. Falsch. In Wahrheit, stille, aufmerksame Zuhörer wirken intelligenter als Menschen, die sofort brabbeln. Warum? Weil sie zeigen, dass sie denken. Sie zeigen, dass die Frage wichtig genug ist, um einen Moment der Stille zu verdienen. Sie zeigen Respekt für die Frage. Also wie hörst du aktiv zu? Erstens, höre die Frage zu Ende. Keine Unterbrechungen. Wenn du merkst, dass der Interviewer gerade einen Punkt macht, lass ihn den Punkt zu Ende machen. Dann wiederhole die Frage in deinen eigenen Worten. Wenn ich richtig verstanden habe, fragen Sie, ob ich schon in einem agilen Team gearbeitet habe. Stimmt das? Das zeigt aktives Zuhören. Das zeigt, dass du die Frage verstehst, bevor du antwortest. Das vermeidet Missverständnisse. Und Blickkontakt. Das ist so wichtig. Nicht starren, das ist weird. Aber dein Blick sollte auf der Person ruhen. Nicht überall herumflattern. Nicht auf deine Hände schauen. Nicht auf die Decke. Die Person, die dich interviewt, sollte spüren, dass du sie siehst. Dass du präsent bist. Dass du sie respektierst. Und wenn du merkst, dass du nervös wirst, wenn dein Fokus wandert, mache eine kleine Notiz. Wenn das erlaubt ist. Das zeigt, das ist mir wichtig. Ich will das nicht vergessen. Das ist ein Zeichen von Engagement. Jetzt der 6. Fehler. Der 6. Fehler ist Lügen oder Übertreiben. Und das ist interessant, weil dieser Fehler subtil ist. Du versuchst nicht groß zu lügen. Du versuchst, dich nur ein bisschen besser darzustellen. Nur ein kleines bisschen zu beschönigen. Nur ein bisschen zu übertreiben. Das ist kein großer Deal, richtig? Falsch. Deutsche haben einen 6. Sinn für Unehrlichkeit. Es ist wie ein Detektor. Du versuchst etwas zu beschönigen und der Interviewer weiß es sofort. Nicht, weil du zu laut lügst, nicht, weil du offensichtlich lügst, sondern weil dein Energielevel sich verändert. Lügner sprechen schneller. Lügner sprechen langsamer. Lügner vermeiden Blickkontakt. Lügner spielen mit Objekten in ihren Händen. Deutsche sind darin trainiert, das zu sehen. Deutsche sind sehr sensitiv für Inkongruenzen. Wenn deine Worte eine Geschichte erzählen, aber dein Körper eine andere Geschichte erzählt, Deutsche sehen das. Aber hier ist das Paradox. Das ist das Verrückte. Je mehr du versuchst, perfekt zu wirken, desto unvollkommen wirkst du. Je mehr du versuchst, dich zu beschönigen, desto durchsichtig wirst du. Je mehr du zugibst, dass du nicht alles kannst, desto stärker wirkst du. Warum? Weil Ehrlichkeit Kraft ist. Wahrheit ist Kraft. Menschen, die ihre Schwächen zugeben, sind nicht schwach. Sie sind stark genug, um die Wahrheit zu sagen. Also, wie machst du das? Wenn du etwas nicht weißt, sag es. Ehrlich. Das weiß ich nicht, aber ich würde gerne lernen, wie das funktioniert. Können Sie mir helfen, das zu verstehen? Das ist nicht schwach. Das zeigt Neugier, das zeigt Lernbereitschaft, das zeigt Demut. Wenn du Erfahrung nicht hast, sag es, aber mit einem Kontext. Ich habe das in dieser Firma noch nicht gemacht, aber ich habe ähnliche Probleme in meinem letzten Job gelöst. Kann ich dir zeigen, wie ich vorgegangen bin? Damit zeigst du, ja, ich habe diese spezifische Erfahrung nicht, aber ich habe verwandte Erfahrungen.
Und ich bin klug genug, um zu transferieren, was ich gelernt habe, zu neuen Situationen. Und hier ist etwas Psychologisches. Leichte Unvollkommenheit ist vertrauensbildend. Perfektion ist verdächtig. Wenn jemand perfekt klingt, wenn jemand perfekt wirkt, wenn jemand perfekt antwortet, Deutsche denken, ist das echt? Kann ich dieser Person vertrauen? Aber wenn jemand ehrlich ist, wenn jemand zugibt, dass sie noch lernen, wenn jemand ihre Grenzen kennt, Deutsche denken, okay, diese Person ist real. Diese Person ist vertrauenswürdig. Okay, jetzt der 7. Fehler. Der 7. Fehler ist falsche Körpersprache. Und das ist interessant, weil Körpersprache so unbewusst ist. Du merkst nicht, dass du deine Arme verschränkt hast. Du merkst nicht, dass du dich nach hinten lehnst. Du merkst nicht, dass deine Schultern hängen. Aber der Interviewer merkt es. Und der Interviewer interpretiert es. Verschränkte Arme, Defensive. Nach hinten gelehnt, desinteressiert. Schultern hängend, niedergeschlagen. Und deine Worte sagen, ich bin begeistert von diesem Job. Aber dein Körper sagt, ich bin müde. Ich bin nicht interessiert. Ich bin defensiv. Und Körpersprache gewinnt. Immer. Das ist psychologisch. Es ist evolutionär. Unser Hirn vertraut dem Körper mehr als den Wörtern. Wenn die Worte und der Körper nicht übereinstimmen, glauben wir dem Körper. Das ist wie ein Alarm, der sagt, etwas stimmt nicht. Diese Person sagt eine Sache, aber ihr Körper sagt etwas anderes. Aber hier ist das Paradox. Das ist das Verrückte. Du versuchst dich zu schützen, indem du deine Arme verschränkst. Du denkst, das ist Defensive. Du denkst dir, das schützt dich. Aber es macht das Gegenteil. Es macht dich verletzlicher, weil es dich schwach aussehen lässt. Also, wie machst du richtige Körpersprache? Sitze aufrecht. Schultern zurück. Aber nicht verkrampft. Das ist wichtig. Wenn du deine Schultern zu sehr nach hinten ziehst, siehst du angespannt aus. Einfach natürlich aufrecht. Hände sichtbar. Auf dem Tisch nicht versteckt. Nicht unter dem Tisch. Nicht in den Taschen. Sichtbar. Und wenn du nervös bist, bewege deine Hände ein bisschen. Gestikuliere. Das wirkt offen. Das wirkt präsent. Das wirkt so, als würde ich dich sehen. Blickkontakt 60-70% der Zeit. Nicht starren, das ist weird, aber normalerweise schauen. Und wenn du Augenkontakt brauchst, um dich grounded zu fühlen, schau die Person an. Schau nicht an der Person vorbei. Schau nicht auf ihre Nase. Schau in ihre Augen. Nur für einen Moment. Das ist mächtig. Und hier ist eine konkrete Taktik. Vor dem Interview 2 Minuten dehnen. Nutze physische Bewegung, um deine Nervosität zu lösen. Wenn dein Körper angespannt ist, wird dein Geist angespannt. Wenn dein Körper entspannt ist, wird dein Geist entspannt. Das ist physische Grundlage für emotionale Kontrolle. Jetzt der 8. Fehler. Der 8. Fehler ist, keine Fragen stellen. Und das ist interessant, weil viele Kandidaten denken, dass sie nur auf Fragen antworten sollten und dann sind sie fertig. Das ist zu Ende. Der Interview ist vorbei. Aber nein, das ist nicht das Ende. Das ist nur die erste Hälfte. Das Interview nähert sich dem Ende. Der Interviewer sagt, haben Sie noch Fragen für mich? Und du sagst, nein, ich glaube, alles ist klar. Großer Fehler. Stille. Deutsche denken, diese Person hat nicht nachgedacht. Diese Person hat keine Neugier. Diese Person ist nicht interessiert. Neugier ist das Zeichen von jemandem, der lernen will.
Neugier ist das Zeichen von jemandem, der das Unternehmen wirklich versteht. Neugier ist die Essenz von guten Mitarbeitern. Aber hier ist das Paradox. Du denkst, Fragen zu stellen könnte dich als Anfänger aussehen lassen. Du denkst, Fragen zu stellen könnte dich schwach aussehen lassen. Das ist umgekehrt richtig. Nicht Fragen zu stellen lässt dich als desinteressiert aussehen. Nicht Fragen zu stellen lässt dich als nicht engaged aussehen. Das ist schwach. Okay, also wie bereitest du dich vor? Schreibe dir 3 bis 5 Fragen auf, die dir wirklich wichtig sind. Nicht generische Fragen. Nicht Fragen, die jeder stellt. Fragen, die zeigen, ich verstehe diese Firma. Ich verstehe diese Rolle. Ich interessiere mich für die echte Arbeit. Nicht, wie viel Urlaub bekomme ich? Das ist uninteressant. Das ist transaktional. Das sagt dem Interviewer, du interessierst dich nur für Benefits. Stattdessen, wie sieht ein typischer Arbeitstag in diesem Team aus? Oder was ist die größte Herausforderung, mit der das Team aktuell kämpft? Oder welche Tools nutzt das Team für Zusammenarbeit? Oder was würde jemand in dieser Position tun müssen, um wirklich erfolgreich zu sein? Diese Fragen zeigen, dass du strategisch denkst. Diese Fragen zeigen, dass die echte Arbeit dir wichtig ist. Diese Fragen zeigen, dass du nicht nur einen Job suchst, du suchst diese Rolle speziell. Und hier ist eine konkrete Taktik. Stelle Fragen, die zeigen, ich habe die Firma recherchiert und jetzt will ich tiefer verstehen. Das ist das Signal, das Deutsche hören wollen. Jetzt der 9. Fehler. Der 9. Fehler ist unpassende Kleidung. Und das ist schnell erklärt, aber so wichtig. Deutsche sind konservativ mit Kleidung. Sehr konservativ. Selbst wenn die aktuelle Belegschaft casual angezogen ist, bedeutet das nicht, dass du casual zum Interview kommen sollst. Ein Interview ist kein normaler Arbeitstag. Ein Interview ist ein erstes Versprechen. Ich respektiere dich. Ich respektiere diesen Moment. Ich nehme das ernst. Business Casual mindestens. In konservativen Branchen, Banken, Versicherungen, Consulting, ein dunkler Anzug oder Kostüm, ein weißes oder helles blaues Hemd, ordentliche Schuhe, Saubere Hände, saubere Nägel, gut gepflegte Haare. Dezente Accessoires. Nicht zu viel Schmuck. Nicht zu viele Farben. Nicht zu viel Statement. Zurückhaltung. Eleganz. Professionalität. Und hier ist das Paradox. Du denkst vielleicht, dass du dich nicht verkleiden solltest. Du solltest du selbst sein. Das ist richtig. Ein Teil. Du sollst du selbst sein. Aber du sollst die beste Version von dir selbst sein. Du sollst die professionelle Version von dir selbst sein. Das ist nicht falsch. Das ist klug. Okay, und dann der 10. Fehler. Der 10. Fehler ist, zu früh nach Gehalt fragen. Der Interviewer macht das Angebot noch nicht mal und du fragst, wie viel verdiene ich? Deutsche lesen das so. Diese Person interessiert sich nicht für die Arbeit. Diese Person interessiert sich nur für das Geld. Das ist ein großer Fehler. Das sagt dem Interviewer, dass du die falschen Prioritäten hast. Aber hier ist das Paradox. Ja, Geld ist wichtig. Ja, Geld ist notwendig. Du brauchst Geld zum Leben. Das ist real. Aber in Deutschland, in der deutschen Arbeitskultur, erst zeigst du, dass dich die Arbeit interessiert, dann fragst du nach Kompensation. Das ist die Ordnung. Also, was machst du? Du fragst nicht nach Gehalt im ersten Interview. Das ist Regel 1. Wenn der Interviewer dich fragt, und wenn sie dich fragt, bedeutet das, dass sie interessiert sind, wenn sie dich fragt, wie viel Gehalt erwartest du? Dann antwortest du,
Das hängt von der vollständigen Rolle, der Verantwortung und den Entwicklungsmöglichkeiten ab. Was ist das typische Gehaltsniveau für diese Position? Damit wirfst du die Frage zurück. Du zeigst, dass du die Frage verstehst, aber du willst nicht zuerst eine Nummer nennen, weil das dich in eine schwache Verhandlungsposition bringt. Salary-Verhandlung ist später. Salary-Verhandlung ist, wenn beide Seiten sicher sind, dass sie zusammenarbeiten wollen. Das ist nicht jetzt. Das ist nicht hier. Okay, so das sind die 10 Fehler. Aber es gibt noch etwas, das tiefer geht. Es gibt noch etwas, das fundamentaler ist. Es gibt noch ein Fehler. Das ist nicht auf der Liste, aber es ist der wichtigste. Das ist der 11. Fehler. Das ist der Fehler der Fehler. Das ist das Paradox der Fehler selbst. Weißt du, was das Verrückte ist? Die Fehler, die wir dir zeigen, das sind nicht nur praktische Fehler. Das sind psychologische Fehler. Sie alle zeigen das Gleiche. Sie alle senden die gleiche Botschaft. Die Botschaft ist, du vertraust dir selbst nicht. Und wenn du dir selbst nicht vertraust, können Deutsche dir nicht vertrauen. Das ist das Ding. Es ist nicht die Grammatik. Es ist nicht die Aussprache. Es ist nicht, wie viele Vokabeln du kennst. Es ist die Frage, vertraust du dir selbst? Wirkst du wie jemand, dem ich vertrauen kann? Wirkst du wie jemand, der unter Druck funktionieren kann? Wirkst du wie jemand, der seine Worte hält? Und die Transformation, echte Transformation, passiert nicht, wenn du dein Deutsch verbesserst. Die Transformation passiert, wenn du verstehst, Deutsch sprechen ist nicht schwer. Authentisch German sein. Mit einer anderen Muttersprache, das ist schwer. Und weißt du, was schwer ist? Das ist reif. Das ist Wachstum. Das ist echte Veränderung. Und genau das respektieren Deutsche. Anna, ich denke, das ist so wichtig zu betonen. Viele Menschen denken, dass die Lösung ist besseres Deutsch, mehr Vokabeln, bessere Grammatik. Aber nein, die Lösung ist Selbstvertrauen, Klarheit, Authentizität. Und mit diesen Dingen wird alles andere einfacher. Genau. Und hier ist eine Geschichte, die das illustriert. Ich hatte einen Freund, nicht mich selbst, einen Freund, der in Deutschland arbeiten wollte. Sein Deutsch war nicht perfekt. Es gab grammatikalische Fehler. Es gab Ausspracheprobleme. Aber er ging ins Interview mit einer Attitude: Ich bin hier, ich bin bereit, ich werde daran arbeiten, besser zu werden. Und er kriegte den Job. Nicht trotz seines imperfekten Deutsch, sondern weil sein Selbstvertrauen, seine Klarheit, seine Bereitschaft zu lernen, die waren so stark, dass die grammatikalischen Fehler egal waren. Das ist die echte Geschichte. Das ist der echte Code. Es ist nicht perfekt zu sein. Es ist zu zeigen, dass du lernfähig bist. Es ist zu zeigen, dass du dir selbst vertraust. Es ist zu zeigen, dass du deutsche Kultur verstehst und respektierst. Okay, so was passiert nach dem Interview? Das Interview ist vorbei. Du bist gegangen. Jetzt was? Das ist so wichtig. Viele Menschen denken, das Interview ist das Ende. Das ist nicht das Ende. Das ist der Anfang. Was du nach dem Interview machst, das zeigt, ob du wirklich Interesse hast. Das zeigt, ob du deutsche Kultur wirklich verstehst. Erstens, schreib dir auf, was lief gut, was möchte ich beim nächsten Mal anders machen. Das ist Selbstreflexion. Das ist ein Zeichen von Wachstum. Das ist ein Zeichen, dass du vorwärts gehen willst. Zweitens, sende eine kurze, prägnante E-Mail. Nicht zu lang, nicht zu formal.
Einfach eine kurze Nachricht. Vielen Dank für Ihre Zeit heute. Ich habe unsere Unterhaltung genossen und bin noch überzeugter, dass diese Rolle zu mir passt. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Das ist alles. Das ist eine kleine Berührung. Das zeigt, dass du professionell bist. Das zeigt, dass du organisiert bist. Drittens, wenn du nicht den Job kriegst, und es wird manchmal passieren, das ist keine Ablehnung. Das ist Information. Das ist das Universum, das dir sagt, das war nicht dein Weg. Aber ein anderer ist. Nutze die Information zum Lernen. Wenn möglich, schreib dem Interviewer eine kurze E-Mail. Ich verstehe, dass ich nicht ausgewählt wurde. Das ist in Ordnung. Aber wenn möglich, würde ich gerne Feedback bekommen, damit ich mich für die Zukunft verbessern kann. Das ist mutig. Das ist professionell. Das zeigt deutsche Mentalität, Lernen aus Fehlern. Und hier ist das große Geheimnis. Viele Menschen, die in Deutschland arbeiten, die deutschen Büros verstehen, sie bekommen nicht den Job beim ersten Versuch. Das ist normal. Das ist Teil des Prozesses. Die Menschen, die ankommen, sind die, die nach Ablehnung weitermachen. Die, die lernen. Die, die sich verbessern. Das ist deutsche Mentalität. Okay, so wir haben die 10 Fehler besprochen. Aber es gibt noch mehr Kontexte, die du verstehen musst. Du musst verstehen, wie deutsche Bürokultur funktioniert. Nicht nur für das Interview, auch für danach. Okay, also erste Sache. Pünktlichkeit ist nicht verhandelbar in Deutschland. Das ist nicht ein Vorschlag. Das ist ein Gesetz. Du kommst pünktlich. Du erscheinst zu Meetings pünktlich. Du lieferst Deadlines pünktlich. Wenn du zu spät kommst, sagt das dem Deutschen, du respektierst meine Zeit nicht. Und das ist eine große rote Flagge. Zweite Sache, Direktheit ist die Norm. Wenn dein deutscher Chef dich kritisiert, ist das keine Attacke. Das ist Information. Das ist eine Chance, dich zu verbessern. Nimm die Kritik an, lerne von ihr und verbessere dich. Dritte Sache, schriftliche Kommunikation ist wichtig. Deutsche dokumentieren alles. E-Mails, Meeting-Notizen, Deadlines. Das ist nicht Paranoia. Das ist Professionalität. Wenn etwas in einer E-Mail steht, ist es verbindlich. Wenn etwas nicht schriftlich ist, ist es manchmal verhandelbar. Vierte Sache. Eigenverantwortung ist erwartet. Du wirst nicht permanent micromanaged. Dir wird nicht jeden Tag gesagt, was du tun sollst. Man erwartet, dass du deine Arbeit tust. Und wenn du Hilfe brauchst, fragst du. Das ist ein Zeichen von Reife, nicht von Schwäche. Fünfte Sache, Meetings sind respektiert. Deutsche mögen, dass Meetings strukturiert sind. Es gibt eine Agenda. Es gibt eine Zeit. Es gibt Ergebnisse. Wenn du zu einem Meeting gehst, stelle dich vor. Bring Gedanken mit. Trage bei. Das zeigt, dass du Meetings ernst nimmst. Und die größte Sache, Deutsche trennen Beruf und Privatleben. Das ist nicht persönlich. Das ist professionell. Nach 17 Uhr spricht man nicht mehr über Arbeit. Am Wochenende antwortet man nicht auf E-Mails. Das ist nicht unhöflich. Das ist Selbstschutz. Das ist Grenzziehen. Deutsche respektieren Grenzen. Okay, so jetzt möchte ich mit dir über etwas ganz Verschiedenes sprechen. Ich möchte über kulturelle Unterschiede sprechen. Weil wenn du aus einem anderen Land kommst, wenn du in Deutschland arbeiten wirst, wirst du Schocks erleben. Du wirst Überraschungen haben. Du wirst Momente haben, wo du denken wirst, warum?
Das ist seltsam. Das ist fremd. Und das ist normal. Das ist Teil von kultureller Anpassung. Aber wenn du verstehst, dass diese Unterschiede nicht fremd sind, sondern einfach anders, wird es viel einfacher. Zum Beispiel: Viele Menschen sind überrascht, wenn deutsche Kollegen am ersten Tag direkt zur Kritik übergehen. Sie sagen nicht erst, du machst einen großartigen Job, aber Sie sagen, hier ist das Problem. Hier ist, wie wir es besser machen. Und viele Menschen denken, das ist unhöflich, das ist Rude. Aber nein, das ist nicht unhöflich. Das ist Respekt. warum? Weil der Deutsche denkt, du bist kompetent genug, um diese Kritik zu hören. Du bist stark genug, um sie zu akzeptieren. Du bist professionell genug, um sie nicht persönlich zu nehmen. Das ist Respekt, nicht Disrespekt. Andere kulturelle Unterschiede, das Duzen. Das bedeutet, die informelle Form von Sie verwenden. In einigen deutschen Firmen sagen alle Du zueinander, vom Chef zum Junior. In anderen nur Sie. Die Regel: Warte, bis dir das Du angeboten wird. Wenn der Chef sagt, du kannst mich Anna nennen, lass uns duzen, dann kannst du duzen, aber initiiere es nicht. Das ist unhöflich. Meetings. Dort. Deutsche mögen Meetings strukturiert. Es gibt eine Agenda, es gibt eine Zeit, das Treffen endet pünktlich. Wenn die Agenda beendet ist, ist das Meeting beendet. Deutsche denken nicht, lass uns noch ein bisschen über andere Dinge plaudern. Sie denken, das ist beendet, nächster Tagesordnungspunkt. Das ist nicht kalt, das ist effizient. Und Lob. Deutsche loben nicht oft. Ein amerikanischer Boss sagt vielleicht täglich, großartig gemacht, ich liebe deine Arbeit. Ein deutscher Boss sagt, das ist getan. Und das bedeutet, du machst deinen Job. Das ist das Minimum. Kein Lob bedeutet nicht, du machst es falsch. Es bedeutet, du machst es wie erwartet. Wenn Deutsche dich loben, bedeutet das wirklich etwas. Das ist alles Teil von kulturellen Unterschieden. Das ist alles Teil von deutschen Werten. Direktheit, Effizienz, Meritokratie, Klarheit. Okay, also jetzt möchte ich mit dir über die praktischen Schritte sprechen. Nicht die Theorie, die praktischen Schritte, die du morgen tun kannst. Nicht irgendwann. Morgen. Die erste Sache. Vor dem Interview. Die Routine. 5 Minuten vorher. Sitze aufrecht. Mache 5 tiefe Atemzüge. Das aktiviert dein Nervensystem. Das sagt deinem Körper, wir sind in Kontrolle. Wir sind sicher. Dann sprich laut, wenn möglich, einen Satz. Ich bin vorbereitet. Ich bin klar. Ich bin präsent. Das sind keine esoterischen Sätze. Das ist neurologisch. Dein Körper hört das und entspannt sich. Das ist real. Dann, und das ist wichtig, mache 10 Sekunden physische Bewegung. Strecke. Dehne. Spring kurz auf und ab. Deine Nervosität muss irgendwo hin. Wenn du sie unterdrückst, wird sie in dir gefangen. Wenn du sie ausdrückst durch Bewegung, wird sie freigegeben. Während des Interviews. Für jede Frage 2 Sekunden Stille. Denke nach. Antworte dann. Beginne nie mit Zögern oder also oder Beginne direkt mit der Antwort. Wenn du nicht weißt, das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Aber ich würde es gerne herausfinden. Kannst du mir helfen? Das ist nicht schwach. Das ist professionell. Wenn du nervös wirst während des Interviews, trinke einen Schluck Wasser. Mache Blickkontakt für 3 Sekunden. Atme. Weitermachen. Dein Körper ist designt, mit Stress umzugehen. Vertrau deinem Körper. Nach dem Interview. Schreib dir auf, was lief gut. Was möchte ich beim nächsten Mal anders machen?
Das ist Selbstreflexion. Das ist Wachstum. Dann sende eine kurze E-Mail. Nicht zu lang. Nicht zu formal. Einfach eine kleine Nachricht. Das ist alles. Okay, so jetzt möchte ich etwas mit dir teilen, das sehr persönlich ist. Ich möchte dir ein bisschen von meiner Reise erzählen. Nicht die ganze Geschichte, aber die wichtigen Teile. Ich war nicht immer selbstbewusst. Ich war nicht immer die Anna, die du jetzt hörst. Vor vielen Jahren war ich in Deutschland und ich war verwirrt. Mein Deutsch war okay, aber die Kultur, ich verstand sie nicht. Und ich machte Fehler. Viele Fehler. Manche waren komisch. Manche waren peinlich. Manche waren teuer. Ich erinnere mich an einen Fehler, den ich gemacht habe. Ich saß in einem Interview und der Interviewer fragte mich nach meiner größten Schwachstelle. Und ich machte den Fehler. Ich fing an, alle meine Schwächen zu listen. Ich sagte, ich bin nicht gut in Details. Ich bin nicht gut mit Zahlen. Ich bin nicht gut mit technischen Themen. Und der Interviewer schaute mich an, nicht böse, nur überrascht. Und dann sagte er, warum sollten wir dich anstellen, wenn du das alles nicht kannst? Und ich merkte, oh nein, ich habe mir selbst das Loch gegraben. Das war ein Moment der Klarheit für mich. Das war ein Moment, in dem ich verstand, das ist nicht Ehrlichkeit. Das ist Sabotage. Ich sabotiere mich selbst. Und ab diesem Moment änderte sich alles. Ich fing an, anders zu sprechen. Nicht lügend, ehrlich, aber strategisch. Das ist ein Bereich, wo ich mich verbessern möchte. Aber ich habe gezeigt, dass ich schnell lerne. Hier sind Beispiele. Plötzlich änderte sich die Energie. Plötzlich wirkte ich nicht schwach, ich wirkte lernfähig. Und das ist, was ich dir sagen möchte. Du bist nicht gebrochen. Du hast nur nach der falschen Bedienungsanleitung gelebt. Du hast nur die falschen Regeln gespielt. Aber jetzt kennst du die richtigen Regeln. Und alles ändert sich. Max, du hast ähnliche Erfahrungen gemacht, richtig? Ja, absolut. Und für mich war der große Moment, als ich verstand, dass mein Fehler war, ich versuchte jemand anderes zu sein. Ich versuchte, wie ein Deutscher zu sein. Ich versuchte, mein Anderssein zu verstecken. Ich versuchte, all meine fremden Ideen zu verstecken. Und das war das Gegenteil von dem, was ich hätte tun sollen. Der Moment, als ich akzeptiert habe, dass ich anders bin und dass das okay ist. Der Moment, als ich meine echte Perspektive eingebracht habe, plötzlich war ich wertvoll. Plötzlich sahen Deutsche mich nicht als den Ausländer. Sie sahen mich als Max, der eine andere Perspektive bringt. Das ist ein großer Unterschied. Und das ist das, was ich dir sagen möchte. Du musst nicht aufgeben, wer du bist. Du musst einfach verstehen, wie Deutsche denken. Und dann kannst du selbst sein und in der deutschen Kultur erfolgreich. Okay, so wir kommen zum Ende. Aber bevor wir fertig sind, möchte ich dir ein paar weitere Dinge geben. Praktische Dinge. Tools. Ressourcen. Erstens, übe dein Interview. Nicht im Kopf, mit einem Partner. Lass ihn oder sie dir Fragen stellen. Und lass ihn oder sie dir ehrliches Feedback geben. Nicht, du warst toll, sondern hier ist, was ich bemerkt habe. Hier ist, wie es besser sein könnte. Das ist wertvoll. Zweitens, schreibe deine Antworten auf. Nicht als ein Skript, aber als Stichpunkte. Hier sind die 5 Fragen, die ich erwarte. Hier sind meine Punktantworten. Dann übe laut zu sprechen, mit diesen Punktantworten.
Das gibt dir Struktur. Das gibt dir Sicherheit. Drittens, recherchiere die Firma gründlich. Nicht nur Wikipedia. Schau auf LinkedIn. Schau auf ihre Webseite. Lies ihre neuesten News. Verstehe ihre Kultur. Verstehe ihre Herausforderungen. Verstehe ihre Werte. Das ist das, was dich von anderen Kandidaten unterscheidet. Viertens, finde einen Mentor. Jemand, der in Deutschland arbeitet. Jemand, der deutsche Kultur versteht. Lass diese Person dir Tipps geben. Lass sie dir Feedback geben. Lass sie dich coachen. Das ist unglaublich wertvoll. Fünftens, sei geduldig mit dir selbst. Das ist nicht etwas, das du in einer Woche meisterst. Das ist ein Prozess. Das ist Wachstum. Das ist eine Reise. Und jeder Tag bringt dich näher. Okay, also jetzt zum Abschluss. Ich möchte, dass du etwas verstehst. Ich möchte, dass es klar ist. Die Transformation, echte Transformation, passiert nicht, wenn du dein Deutsch verbesserst. Die Transformation passiert, wenn du verstehst, Deutsch sprechen ist nicht schwer. Authentisch in der deutschen Kultur zu stehen, mit deiner eigenen Geschichte, mit deiner eigenen Sprache, mit deiner eigenen Identität, das ist schwer. Und genau deshalb ist es wertvoll. Du bist nicht zu nervös. Du brauchst nicht perfekt zu sein. Du brauchst nur präsent, klar und ehrlich zu sein. Das ist alles. Und hier ist das letzte Ding, das Wichtigste. Wenn du diese Fehler vermeidest, wenn du diese Prinzipien verstehst, wenn du dich in der deutschen Kultur orientierst, du wirst nicht nur einen Job kriegen, du wirst eine ganz neue Art von Leben kriegen. Du wirst Teil einer Kultur werden, die Stabilität, Klarheit und Ehrlichkeit schätzt. Das ist nicht klein, das ist groß. Das ist eine Veränderung. Auch wenn dir dieser Podcast oder dieses Video geholfen hat, wenn du merkst, dass deine Perspektive sich verändert hat, wenn du verstehst, dass Deutschlernen nicht nur Grammatik ist, sondern Kultur, Psychologie und echte Verbindung, dann klick auf Gefällt mir. Abonniere einfach Deutsch. Und teile dieses Video mit jemandem, der gerade vor einem Vorstellungsgespräch sitzt und Angst hat. Und kommentiere, welcher Fehler hat dir am meisten geholfen? Welcher der 10 hat sich am meisten nach dir angefühlt? Wir lesen alle Kommentare. Wir antworten auf deine echten Fragen. Weil deine Reise, das ist unsere Reise. Auch hier ist unsere Abschlussmantra für dich. Du bist nicht gebrochen. Du hast nur nach der falschen Bedienungsanleitung gelebt. Und jetzt kennst du die richtige. Wir sehen dich beim nächsten Mal. Und bis dahin, sei klar, sei ehrlich, sei präsent. Das ist Deutsch. Das ist Leben. Bis bald.